Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es mal um das Thema Garmin bzw. Auto-Active. Ihr habt neben Komoot auch die Möglichkeit, Auto-Active hier mit Garmin-Uhren zu verwenden. Das heißt also, wenn ihr eher zu Auto-Active neigt als zu Komoot, habt ihr auch hier eine Schnittstelle, die hier angeboten wird. Ich möchte euch in diesem Video einfach mal zeigen, wie ihr das Ganze einrichten könnt, wie ihr Strecken auf die Uhr bekommt, beziehungsweise auch Wegpunkte über Garmin Connect einfügen könnt. Das möchte ich euch, wie gesagt, hier mal kurz vorstellen. Um das Ganze nutzen zu können, müsst ihr natürlich erstmal die ganzen Konten miteinander verbinden. Das heißt also, euer Garmin Connect Konto muss natürlich das Auto Active Konto kennen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz in die App hinein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr registriert seid bzw. dann alles angemeldet habt und dann bekommt ihr hier die ganz normale klassische App-Übersicht. Wir haben jetzt dann hier rechts meine Seite und da können wir auch schon sehen, dass wir hier verschiedene Menüpunkte haben. Einmal mein Name, wir sehen jetzt oben hier die Pro-Version als die geplanten Touren und so habt ihr so eine kleine Übersicht. Wenn wir jetzt hier rechts auf die drei Striche gehen, dann kommen wir hier auch nochmal in ein Auswahlmenü. Dann können wir hier sehen, gibt es hier nochmal Touren, Hütten, Unterkünfte und dann gibt es auch hier den Menüpunkt Einstellungen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und dann sehen wir auch schon die Möglichkeit, das Ganze zu verknüpfen. Das haben wir hier, da gehen wir einfach mal rein und da sehen wir jetzt ja auch schon alle Konten, die miteinander verbunden werden können, als auch natürlich hier Adidas Running, Strava ist natürlich auch möglich und wir gehen jetzt einfach hier oben bei Garmin auf Verbinden und dann kommt hier auch schon ein Anmeldefenster, bei dem ihr euch dann anmelden müsst und dann machen wir das Ganze mal hier mit der Anmeldung. Wenn ihr das Ganze dann erfolgreich angemeldet habt, dann bekommt ihr auch schon einen Connect-Hinweis. Wir sehen jetzt hier Daten, die von Garmin Connect mit der Auto-Active App geteilt werden. Das heißt also, hier werden dann die Aktivitäten ausgetauscht. Sobald ihr dann hier eine Aktivität beendet habt, wird die dann an Auto-Active hochgeladen. Als natürlich auch Daten von der Auto-Active App mit Garmin Connect teilen. Das heißt also Training und Strecken. Wir wollen dann hauptsächlich auch die Strecken haben. Da sagen wir dann einfach Ja. Und so könnt ihr dann hier eure Strecken miteinander synchronisieren. Sagen wir jetzt einfach mal speichern. Dann will wir noch den Verbindungszustimmungen zustimmen. Und dann sehen wir hier, dass wir Tracks, Importe und Routenübertragung jeweils angehakt haben. Möchtet ihr zum Beispiel keine Tracks importieren, könnt ihr das einfach aushaken. Ihr könnt aber auch alles beide aushaken, wenn ihr es aus irgendwelchen Gründen nicht haben möchtet. Sei es jetzt, weil ihr jetzt gerade was anderes probieren wollt. Da habt ihr auf jeden Fall hier die Option, das Ganze durchzuführen. Ja, jetzt sind die Konten auch schon miteinander verbunden. Wir können jetzt ja mal einfach eine Strecke planen. Dann sagen wir jetzt einfach mal, wir möchten jetzt hier eine Laufstrecke planen. Das haben wir zum Beispiel jetzt hier Laufen und Skaten. Gehen wir jetzt einfach mal auf Jogging und dann stellen wir uns mal ganz schnell eine zusammen. Wenn wir dann eine Strecke erstellt haben, können wir einfach hier auf Tour speichern gehen. Wir lassen jetzt einfach mal Jogging am 27. Juli. Dann sagen wir Planung speichern und haben jetzt 9,1 Kilometer, sagen jetzt OK. Und dann wird das Ganze dann auch hier direkt mit Garmin Connect synchronisiert. Das heißt also, die Strecke wird hier instant übertragen. Nun könnt ihr die Uhr einfach hier mit Garmin Connect synchronisieren, ohne Probleme. Und wenn ihr jetzt in die Aktivität hineingeht, dann sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir zum Beispiel jetzt hier auf Wandern gehen, dann wählen wir das mal aus, drücken hier länger auf die mittlere Taste. Und wenn wir jetzt hier auf Navigation gehen, dann werden wir jetzt auch gleich sehen, unter Strecken finden wir direkt die Auto-Active-Strecke. Hier zum Beispiel Jogging am 27. Juli, 9,12 Kilometer. Und dann habt ihr auch schon direkt hier die Strecke auf der Uhr, ohne jetzt groß irgendwas zu machen. Wie gesagt, das Ganze geht hier ohne Probleme. Wir bekommen das hier auch angezeigt, in dem Fall mit den neuen Karten und können hier direkt losstarten, nachdem ihr das Ganze hier über Auto-Active geplant habt. Das Ganze funktioniert natürlich dann auf der 265 wie hier, auf der 965 oder natürlich auch auf den Garmin Edge Geräten, wie zum Beispiel den Explorer 2 oder auch Edge 1040, 45, alles ohne Probleme. Wo das Ganze nicht geht, was nicht unterstützt wird, ist zum Beispiel die Venue 2 Plus. Da gibt es auch leider keine Auto-Active App im Garmin Connect IQ Store. Das geht hier an dieser Stelle leider nicht. Jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, dass die Phoenix-Uhren bzw. auch die Forner-Uhren hier Wegpunkte anzeigen. Das heißt also Verpflegungsstationen oder ähnliches könnt ihr euch ja hier auch anzeigen lassen, auch mit welcher Distanz, wann diese kommen. Die werden hier leider nicht übertragen bzw. können nicht in Auto-Active aktuell planen. Die könnt ihr im Nachgang aber hier in Garmin Connect einfügen. Dafür gehen wir jetzt einfach auf Mehr und dann bekommen wir hier unter Training und Planung hier dann auch die Strecken angezeigt. Da sehen wir jetzt auch ganz gleich die Joggingstrecke am 27. Juli. Das ist die, die wir gerade importiert haben. Dann bekommen wir hier nochmal einmal eine Übersicht der Strecke. Als natürlich auch, wenn wir hier runtergehen, bekommen wir hier die Quelle angezeigt. In diesem Fall ist es dann nicht die Komoot-Quelle, sondern Auto-Active, wird auch ein eigenes Symbol angezeigt.
und wir sehen jetzt hier auch Streckennamen und die Abbiegebenachrichtigung haben wir die Möglichkeit. Jetzt haben wir aber leider mehrere Punkte. Wir können zum Beispiel hier keinen Pace Pro Plan erstellen. Die Uhren unterstützen ja auch Pace Pro Pläne, bei denen ihr zum Beispiel angeben könnt, zu welcher Zielzeit ihr ankommen könnt oder wollt. Das ist hier auf jeden Fall nicht möglich. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, wenn wir die Strecke jetzt hier direkt nehmen, dass wir hier ja, Wegpunkte direkt hinzufügen. Also wenn wir hier oben auf die 3 Punkte gehen, sehen wir auch schon, wir können es nur duplizieren, weitergeben oder Strecke löschen, aber nicht hier weiter bearbeiten. Um das Ganze zu machen, müssen wir es leider wie auch schon bei Komoot das Ganze duplizieren. Wenn wir jetzt das Ganze kopiert haben, sehen wir oben auch schon, hier wird das Ganze als Kopie angezeigt. Wir erinnern uns, wir haben uns auch bei Auto Active das Ganze als Jogging ausgewählt gehabt. Und wenn wir jetzt mal runterscrollen, dann sehen wir jetzt auch hier mit der kopierten Strecke, dass wir immer noch keinen Pace Pro Strategie haben. Das liegt einfach daran, dass hier die Strecke als Streckentyp Sonstiges weitergegeben wird. Das heißt also, wir müssten jetzt auch hier den Streckentyp ändern. Wenn wir sagen, okay, bearbeiten, dann können wir zum Beispiel sagen, wir möchten hier, wenn wir jetzt runterscrollen, dann nicht den Streckentyp Sonstiges, sondern hier zum Beispiel Laufen haben. Dann gehen wir mal zurück und dann speichern wir das Ganze. Dann werden wir gleich sehen, dass wir nämlich hier dann auch die Möglichkeit haben, dann hier einen Pace Pro Plan anzulegen. Sehen wir hier, Pace Pro Strategie ist an dieser Stelle möglich. Wenn ihr jetzt Fahrrad auswählt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auf das Fahrrad machen mit der Wattmessung. Voraussetzung ist natürlich hier an dieser Stelle eine Wattmessung. Ich muss aber dazu sagen, wenn der Streckentyp Sonstiges ausgewählt ist, dann hat es keine Auswirkung auf eure Aktivität, also das ist nicht das Problem. Es ist wirklich nur das Problem, wenn ihr zum Beispiel, wie gesagt, eine Pace Pro Strategie an der Stelle nutzen wollt, dann müsst ihr das hier umstellen. Ansonsten ist das hier nicht an dieser Stelle notwendig. Ihr habt natürlich jetzt auch dann die Option, hier noch Wegpunkte einzufügen. Wie gesagt, die Uhren unterstützen das. Da bekommt dann immer angezeigt, wann der nächste Wegpunkt kommt. Und wenn wir jetzt hier auf die 3 Punkte hier oben gehen, dann sehen wir auch schon, dass wir hier jetzt die Möglichkeit haben, das Ganze zu bearbeiten. Und dann kommen wir hier auch schon ein Feld hinein. Da sehen wir jetzt hier die 3 Punkte hier unten. Da können wir drauf gehen. Da können wir sagen, Streckenpunkt hinzufügen. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel jetzt einen aussuchen, zum Beispiel Erste Hilfe, Wasser oder auch die Anstiege, die jetzt beim Radfahren kämen, könnt ihr anfügen, als natürlich auch gefährliche Punkte oder auch einen Campingplatz. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den Campingplatz. Den können wir auswählen, gehen wir auf Weiter. Dann zoomen wir einfach in die Strecke hinein. Dann können wir sagen, hier zum Beispiel ist jetzt der Campingplatz. Sagen wir jetzt weiter und dann speichern wir das Ganze. Und dann wird das Ganze dann auch hier bei der nächsten Synchronisation als neue Strecke, in dem Fall mit dem Namen Kopie, an die Uhr übertragen. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir nochmal auf Bearbeiten gehen, die Strecke auch hier unten dann nochmal umzubenennen. Geht es hier unten Streckennamen und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das Ganze nicht Kopie nennen. Ich nenne es jetzt einfach mal Dummy. Dann gehen wir einfach raus, speichern. Und dann heißt die Strecke jetzt einfach hier Dummy an dieser Stelle. Und so bekommt ihr das dann auch bei der nächsten Synchronisation auf die Uhr angezeigt. Falls nicht klappt, könnt ihr auch nochmal hier oben auf die Uhr klicken. Und dann könnt ihr das hier auch nochmal automatisch auf die kompatiblen Uhren übertragen, beziehungsweise auf die Edge-Geräte. Und so habt ihr dann eure Auto-Active-Strecke mit Wegpunkten auch auf der Uhr. Beziehungsweise, wenn ihr das mit dem Wegpunkt nicht braucht, könnt ihr dann auch direkt über die Uhr starten und müsst hier nicht noch extra hier einen Umweg machen. Es kommt auch noch ein Video auf dem Kanal, wie man hier auf Auto Active planen kann. Da möchte ich auch ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingehen gegenüber von Komoot. Falls dich sowas interessiert, kannst du schon vorbeischauen. Falls das Video schon online ist, dann verlinke ich dir das. Beziehungsweise, wenn es noch nicht da ist, dann lass doch auch gerne ein Abo da, damit du das Ganze nicht verpasst. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du mit Auto Active schon Erfahrung gemacht hast, wie da deine positive und negative Erfahrungen sind. Da freue ich mich auf jeden Fall auf einen Austausch. Würde mich an dieser Stelle auch mal interessieren. Wenn dich noch mehr zum Thema rund um Garmin interessiert, ich verlinke dir auch mal eine Playlist rund um Garmin, beziehungsweise noch mehr Tutorials rund um Garmin sehen willst, verlinke ich dir auch mal eine Playlist rund um das Tutorial Garmin. Und wenn das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.